Beim Hochspielen denkt man ganz oft in Etagen. Und was ist das Resultat daraus, dass wir zu einem extrem hohen Ton, individuell, spielen wollen? Es entstehen Blockaden. Der Hals geht zu, man krampft, man spannt an, man drückt die Arme noch hier auf die Seite und letztendlich wird der Ton dünn oder es kommt gar kein Ton mehr und eventuell erreicht man auch den gewünschten Ton nicht. Auch langfristig nicht. Man schafft Blockaden und verkrampft zusehends und kann nicht diese Töne spielen. Jetzt ist es wichtig, dass wir uns Gedanken machen, was passiert denn eigentlich, wenn wir vor einem bestimmten Startton, G1 auf G2, C2 auf C3 etc. nach oben spielen. Die Luft fließt und wir denken unsere Luft auch wirklich imaginär wie eine gespannte Schnur auf die andere Raumseite, auf die andere Saalseite. Und da visieren wir einen Punkt an und auf dieser Schnur spielen wir unsere Töne nach vorne. Also wir denken nicht in Etagen, weil das nur wieder mit sich bringt, dass eben der Hals blockiert, dass wir uns eng machen. Wir sollten aber, vor allem auch wenn es um die Höhe geht, also C3 hinaus, G3 etc. pp., offen bleiben. Na, der Ansatz ist natürlich stark angespannt, das ist klar. Der Druck muss natürlich im Körper entstehen, die Kompression, die lässt man ab. Aber der Ansatz muss natürlich standhalten, ansonsten würde auf dem Mundstück bei den Lippen die Luft verloren gehen. Wir gehen gleich mal mit einer Übung nach oben. Du kannst auf deinem individuellen Startton starten. Denk immer dran, unser Zielton ist eine Oktave höher. Wir bewegen uns chromatisch. Ich starte auf C2. So, und oben ist es ganz wichtig, dass du dich beobachtest. Ist der Hals offen? Wie ist der Ansatz? Ist es locker zu erreichen gewesen oder hat man schon gekrampft? Und dann, wenn das absolut okay war für dich, dann probier doch mal Folgendes aus. Wir spielen nach oben, halten unseren Zielton aus und hören auf in die Trompete rein zu pusten, halten aber unseren Ansatz. Und danach schauen wir uns das Ganze mal an. So sieht es aus, wenn ich das Mundstück wegziehen würde. So, und es war jetzt nicht maximal angespannt, das heißt, da oben ist auf jeden Fall noch einiges möglich, nach oben zu spielen. Und das werden wir auch trainieren. Wir gehen jetzt wieder nach oben und ab dem Zielton bewegen wir uns langsamer, nämlich auf Viertel. Bam, langsamer also. Und so weiter und so fort. Natürlich kostet es natürlich Luft, wenn wir da oben spielen. Und ich habe jetzt auch schon gemerkt, es wurde ganz schön eng. Ich hätte mehr einatmen müssen oder mich schneller nach oben bewegen müssen oder eben in der hohen Lage sich schneller bewegen müssen. Aber letztendlich geht es ja auch darum, dass man seinen Ansatz, den man jetzt hält, dass man den stabil hält und lange hält, damit sich eben die Muskulatur aufbauen kann. Wesentlich einfacher ist es, wenn ich zum Beispiel schon beim C3 oben starte. Das kostet natürlich Kraft, ist ganz klar, aber letztendlich kommt es immer darauf an, dass du dich ganz genau beobachtest. Wie fließt die Luft? Ist noch was möglich? Ist der Ansatz jetzt nicht am Lockern, also kann ich die Spannung nicht mehr halten, sondern wie sieht es aus? Kann ich mich da oben bewegen oder eben nicht? Wichtig ist dabei immer, dass du natürlich nicht alles anspannst, alles zudrückst. Also bleib offen an der Stelle und ganz wichtig, nimm nicht die lauteste Lautstärke. Deine Ansatzmuskulatur muss nur umso stärker dagegenhalten, umso lauter du spielst. Also nimm dir eine mittlere Lautstärke, Mezzo Piano, Mezzo Forte. Das ist absolut ausreichend. Und dann gehen wir halt weiter nach oben. Und dann ist natürlich auch mehr möglich. Du kannst natürlich da oben weiter ausprobieren. Du kannst auch direkt mal versuchen, in Oktaven diese Übungen zu machen. Das heißt, wenn du zum Beispiel auf dem G startest, versuchst diesen Ton auch auf den Kopf zu treffen. Und wichtig ist hier auch wieder, die Luft muss fließen, der Ansatz muss halten und dementsprechend ist natürlich auch die Lippe stark eingerollt. Das heißt, es schwingt weniger Lippenmaterial und das kann schneller schwingen und deswegen kann man dann auch hier G3s und so weiter und so fort, auch ohne dass man komplett platt wird oder den Ton nur einmal erwischt oder was auch immer, spielen. Und darauf kommt es ja auch an, dass wir unseren Körper trainieren, solche Fertigkeiten zu entwickeln, dass wir oben diese Töne spielen
spielen können. Also probier mal aus, beweg dich chromatisch, aber beobachte dich immer gut, dass du keine Blockaden entwickelst und diese noch manifestierst. Wichtig ist immer, dass die Luft fließt und wir nach außen spielen, wie auf einer gespannten Schnur auf die andere Raumseite. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg, lass ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.